Willkommen zurück im Hetz. Heute geht es mal nicht um ganz neue Bikes, auch nicht um irgendwie Umbaugeschichten von uns. Heute geht es um frischen Riding-Style und zwar unsere Superhelden-Outfits, die wir auch in dem Mo-Bericht getragen haben und die du in unserem Testfilm zur Cover Z900 und Z1000 hier auf unserem YouTube-Kanal auch live in Action sehen kannst. So, okay, einmal von Kopf bis Fuß die Superhelden, Iron Man und Spider-Man im Einsatz. Fangen wir mal an mit Fuß. Und da haben wir den Supertech A-Boot von Alpinestars. Und das Ding ist echt eine ganz coole Geschichte. Und zwar deshalb, weil Alpinestars sich da die Mühe gemacht hat, mit einem Innenschuh-Außenschuh-System zu arbeiten. Vorteil ist, du kannst den Innenschuh wirklich schön an den Fuß anpassen, anzurren, je nachdem wie es dir taugt. Dann sitzt das Ding wie ein Turnschuh. So, der steckt dann aber in dem deutlich strafferen, weil dich schützenden Außenschuh. Kennt man von der Art Skischuh, Snowboardschuh, da ist es ähnlich, sogar noch heftiger. So, ansonsten Supertech A-Boot ist komplett ausgestattet mit allen Sicherheitsfeatures, die du so brauchst. Was auch noch so nett ist, ist zum Beispiel diese Weitenverstellung an der Wade. Also wenn man so Pommes-Piekser hat wie ich, kannst du es ein bisschen enger tragen. Obi mit seinen Männerwadeln, ne? Der trägt es dann doch eher ein bisschen weiter. Das sind coole Sachen. Genauso der Style, ich finde Bombe, Plastik, Grafik und so weiter. Der Supertech A-Boot, der wird von Alpinestars in verschiedenen Farben angeboten, wie zum Beispiel hier weiß. Großmeister Obi trägt lieber das schlichte Schwarz. Trotzdem cool. Sehr geil bei Alpinestars, in unregelmäßigen Abständen liefern die Limited Editions von ihrem Supertech A-Boot. Da gibt es dann für Lorenzo in roten Camo-Design, Marc Marquez für Austin mit Freiheitsstatue, Stars and Stripes drauf oder japanische Kriegszeichen für Pedrosa. Die Teile gibt es wie gesagt limitiert, immer nur für eine kurze Zeit, kosten dann aber gar nicht wirklich mehr wie die anderen. Und das ist was echt so für Jäger und Sammler und die Bock haben auf was echt anderes. Also da ruhig mal auf die Seite gucken, da sind coole Styles dabei. Mega Racing Boot und ultra bequem. So, von den Füßen geht's an die Hände. 5 Advanced Gloves aus Frankreich. Kennen wahrscheinlich nicht allzu viele von euch, ist aber der derzeit wohl krasseste Rennhandschuh. Auch der am meisten bei euch in der Kasse echt einen fiesen Krater schlägt. Aber die Dinger sind echt mega. Also du hast diverse Carbon-Inlays und die sind nicht zur Show, sondern die sind wirklich zum Schutz. Ja? Auch hier die Handkante, damit schleifst du am heftigsten. Auch hier hast du diverse Carbon-Inlays. Martialisches, straffes, hartes Rindsleder an der Oberhand. Weiches, anschmiegsames Ziegenleder in der Innenhand für maximales Gefühl am Lenker. Außerdem alles mit Kevlar nochmal hinterlegt. Kevlar extrem reißfest, extrem hitzebeständig. Außenliegende Nähte, also nichts was drückt. Das Teil ist echt was Besonderes und sollte man mal, wenn man so die ersten Handschuhe durchgerockt hat und Sportlerfreak ist, sich mal auf die Wunschliste schreiben. Hier werde ich öfter gefragt, was hat es damit auf sich hier, ne? Kleiner Finger angenäht. Da geht es darum, wenn du stürzt und mit dem kleinen Finger hängen bleibst, dass es dir den nicht zack bis zum Ellbogen raufhaut. Und das macht wirklich Sinn. Ich mag es eigentlich überhaupt nicht. Bei anderen Handschuhen, Rennhandschuhen, schneide ich es mir ab, weil ich es einfach nicht ab kann. Beim 5 ist es durch Stretch echt gut gelöst. Und es fällt dir überhaupt nicht auf, weil ich, wie gesagt, eigentlich nur die 3 Finger benutze zum Bremsen und Kuppeln. Super. Ja, Style ist mega. Das Teil ist echt eine Abrissbirne, aber angenehm wie ein Samthandschuh. Schaut euch mal bei 5 um. Coole Designs. Ist was anderes. Ist nicht Mainstream, auf keinen Fall. Jetzt kommen wir mal zum Ganzkörperstrampler. Und zwar einem quasi Klassiker bei uns im Haus, die Held Slate. Die fahren wir jetzt nicht nur bei dieser Covernummer, die haben wir schon seit Jahren im Einsatz. Nicht die gleiche, die habe ich schon ein paar Mal geerdet, die anderen. Immer noch massig Testsiegel gesegnet, immer noch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Du kriegst hier einen Mix aus leichten, reißfesten Känguruleder, gepaart mit wirklich strapazierfähigen Rindsleder
40% Känguru, 60% Rind. Und das Ganze komplett von Haus aus ausgestattet mit SASTEC-Protektoren. Und zwar nicht irgendwie, oh, im Rücken hier ein bisschen Schaumstoff, musst noch mal nachordern. Nee, Held ist da echt fair. Du kriegst das Ding komplett mit allen Protektoren. Einziges ist, weil es einfach eine Sache ist, der eine will es, der andere nicht, wenn du Brustpanzerprotektoren noch haben möchtest, die musst du nachordern, kosten irgendwie 30 €. Der Klett innen drin ist vorgesehen, dann kannst du die reinmachen. Ansonsten Hüfte, Knie, Schulter, Ellbogen, alles. Geil ist, ja, wenn Gott dir irgendwie zu kurze Beine gegeben hat, wie auch unserem Kameramann hier, der ist nämlich auch nur 1,50, dann kannst du da auch Langgrößen ordern. Oder echt für Schmachthaken auf 2 Meter Höhe. Das Ding gibt es auch in lang. So, also da passt jeder rein, gibt es verschiedene Farben. Wenn da jetzt nicht deine Farbe dabei ist oder du wirklich unmögliche Formen hast, hier rechtes Bein 30 cm länger, dann kannst du dir das auf Maß schneidern lassen bei Held und das immer noch zu einem echt fairen Kurs. Ja, Megateil fahren wir wie gesagt schon lange und macht uns immer wieder große Laune. So, also kommen wir zu den, ja ganz klar, Style-Highlights. Die HJC Superheldenhelme. Ja? Und da fangen wir mal an hier mit dem relativ neuen, gibt es jetzt seit einem Jahr, dem Alpha 70. HJCs Sport-Tourenhelm. Ja? Wobei Sport schon ganz klar in die Rubrik Racing gehört. Das Ding ist erstens federleicht mit rund 1400 Gramm. Das schaffen die durch eine Fiberglas-Carbon-Mix-Schale, gefertigt in 3 verschiedenen Schalengrößen. Für deinen Kopf findest du das Passende. Du kannst die Polster, kannst alles rausmachen. Das hier fällt dir vielleicht auf, das ist der Emergency Strap. Wenn du stürzt und dir echt die Knochen so richtig wehtun und die ersten Streckenposten kommen oder am Straßenrand die Hilfe kommt, die Straps öffnen, Polster rausziehen und dann lässt sich der Helm relativ leicht vom Kopf nehmen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du hier noch irgendwelche Wirbelsäulenverletzungen damit verschärfst, wird minimiert. Also das macht Sinn, gibt es auch von anderen Herstellern mittlerweile. Wir haben ihn auf der Rennstrecke richtig hart rangenommen. Das Ding ist Bombe. Du hast Belüftungen ohne Ende. Natürlich Pinlock vorgesehen, funktioniert, alles top. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was dem Tourenhelm geschuldet ist. Und zwar hier die runterklappbare Sonnenblende. Ich persönlich bin ja nicht so der große Fan davon. Einfach deshalb, weil ich immer mit verspiegelten oder getönten Visier fahre. Aber bei längerem drüber nachdenken bin sogar ich dahinter gekommen, das Ding hat Vorteile. Und zwar ich persönlich würde das rausmachen, das kann man nämlich problemlos, und gegen einen Persimmon, also einen gelb getönten, das holt Restlicht raus. Das kennt man von Schneebrillen. Das heißt, du kannst schön hier wie Iron Man, Superheld, ja, über Land brennen. Und wenn es dann doch ein bisschen spät aus dem Straßencafé heimfährst, dann haust du dir das Persimmon da rein, klappst runter, fertig, ab dafür. Von daher, mega Murmel, Alpha 70. Schaut euch da mal um bei HJC, da gibt es noch ein paar echt coole Designs. Heißer Tipp für Marvel-Fans. Black Panther kommt erst im Februar ins Kino, gibt es aber jetzt schon bei HJC und der kommt auch mega. So, last but not least, ne? Keine Superheldenaktion ohne Spider-Man, ja. Good old Spidey, das war Großmeister Obis Helm. Da fragen wir noch gleich mal, Obi, hopp, Sache an. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß, sagt Spidey. Komm runter von der Decke, sag ich. Also, das ist der Top-Rennhelm von HJC, der Alpha 11. Gleiches System, Fiberglas Carbon Mix, nochmal gut 100 Gramm leichter und wirklich ein Hauch von nix. Also wenn es eine ordentlich gehäkelte Strickmütze auf den Kopf setzt, die ist schwerer. Ja? Schützt nicht ganz so geil. Also Style ist auch mega. HJC liefert diese Sticker mit. Dadurch gibt es diese richtig krasse Spider-Man-Augenoptik. Sonnenblende suchst du hier vergebens. Die brauchst du aber auch nicht, wenn du auf dem Weg im Hyperraum unterwegs bist. Ja, ansonsten alles das gleiche wieder. Polster kannst du komplett rausmachen. Bei Helmschalengrößen, Emergency Straps, super einfache Visiertechnik. Ja, und mega Design. Schau dich da auch um. Gerade wenn du irgendwie Bock auf Star Wars hast
Ja, und damit treffe ich jetzt wahrscheinlich jeden zweiten. Schaut drauf, da gibt es Kylo Ren und Boba Fett. Und Boba Fett, ja, die alte Kopfgeldjägerseele, hat ein Ultra-Design bei HJC gekriegt. Das ist echt auch ein Mega-Helm. Da stürzen wir uns vielleicht mal bei einer der nächsten Testgeschichten drauf. 1300 Gramm, wie gesagt, eine dicke Pudelmütze. Mehr ist das nicht. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast zu irgendwie einzelnen Produkten nochmal oder wenn du irgendwie sagst, oh, könnt ihr nicht mal das oder das angreifen, haus uns in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ja, und ansonsten sehen wir uns in Kürze wieder mit einem Bike-Test, einem Tuning-Bike oder frischem Riding-Style. Also Mainstream sucks, haut rein. Holy shit!